Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Vlog-Serie hier aus dem wunderschönen Baden-Württemberg und der Firma Kleiner. Wir sind hier heute hier, um in der Produktion zu filmen, lokal Augenschein direkt aus einer Fertigungszelle. Vielen Dank dafür, Herr Hamann. Vielleicht stellen Sie kurz die Firma Kleiner vor, beziehungsweise die Kernbereiche, die die Firma Kleiner ausmachen. Von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Moraus. Danke. Ich freue mich, dass Sie bei uns hier am Standort in Pforzheim angereist sind, aus dem schönen Graz in der Steiermark. Was sind die Kernkompetenzen der Firma Kleiner? Die Firma Kleiner bewegt sich im Bereich der Werkzeugtechnik und der Standstechnik. In dieser Kombination sind wir vollumfänglicher Systemanbieter in Form von Werkzeugen bis in die Serienproduktion. Heißt, wir stellen Hochleistungsstandswerkzeuge zum einen der Werkzeugtechnik, Werkzeugbau her und zum anderen produzieren wir mit diesen Werkzeugen in der Standstechnik millionenfach Teile. Das heißt, zwei Kernkompetenzen, einmal Standstechnik, einmal Werkzeugbau. Wo passt jetzt die Firma Licona in dieses Konzept hinein? Ganz klar in die Werkzeugtechnik. Wir haben hier eine Fertigungszelle integriert in der Werkzeugtechnik, in der Fertigung der Werkzeugtechnik. Da haben wir die Licona im Bereich Fertigungszelle, das heißt also im vollautomatischen Modus, integriert. Perfekt, und ich glaube, unsere Zuschauer wollen das jetzt sehen, live sehen. Ich würde Sie bitten, dass wir gleich hingehen. Gerne, folgen Sie mir einfach. So, jetzt sind wir hier angekommen in der Kernkompetenz von Kleiner im Werkzeugbau. Herr Hamann, ist diese Zelle Ihre Antwort auf Closed Loop, Smart Factory, Industrie 4.0? Ja, das ist Kleiner 4.0. Warum Kleiner 4.0? Wir haben hier ein System entwickelt mit verschiedenen Lieferanten, die uns dazu geführt haben, ein integratives System zu entwickeln mit mehreren Gewerken verschiedenster Art. Das heißt, wie viele Maschinen, welche Maschinen und welche Rolle spielt die Messtechnik hier? Grundsätzlich zähle ich es Ihnen einfach mal auf. Hier beginnen mit einem Waschautomat im Zweikammersystem, einer Senkerodiermaschine, einer HSC-Fräsmaschine, einer weiteren HSC-Fräsmaschine von der Firma Makino, eine Zeiss taktile Messmaschine und nicht zuletzt die Licona, das Koordinatenmesssystem. Das heißt 6 Maschinen, 6 Systeme, die voll ineinander zusammenspielen und integriert sind. Richtig. Die Idee kommt von Ihnen. Wie hat die Umsetzung funktioniert? Ja, die Idee kam tatsächlich von mir und meinem Kollegen. Also wir haben zusammen dieses System entwickelt, über Jahre uns Gedanken darüber gemacht und letztendlich auch unsere Lieferanten mit ins Boot genommen. Wir hatten uns 2 Lieferanten für ein Gesamtsystem ausgesucht und haben mit diesen Lieferanten die Systematik entwickelt bis zu diesem Punkt, dass wir es integrieren konnten. Die Systematik, der genaue Prozess, wie es zu dem Werkstück kommt, wann welche Schritte passieren, das wollen wir uns jetzt vor dem Roboter direkt anschauen. Gerne. Die Fertigungszelle ist extrem imposant, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich bei so einem Investment nach dem ROI, nach dem Business Value fragen. Klar. Was können Sie uns dazu sagen? Natürlich muss man das bewerten, betrachten, ganz klar. Letztendlich zählt unterm Strich, was dabei rauskommt. Wir haben uns das sehr genau gerechnet, sehr deutlich gerechnet. Es gibt viele Vorteile. Nicht zuletzt sind es die Vorteile der Schnelligkeit, der Durchlauf
des Durchlaufes, der Zeit, die wir da einsparen können, vom Rohling bis zum fertigen Teil. Die Fachkräfte, die immer mehr Mangel darstellen, haben wir hier ein Stück weit kompensiert mit der Art, dass wir Automatisierungslösungen darstellen können. Und es gibt viele Dinge mehr. Letztendlich ist es so, dass wir hier auch eine Serienproduktion mit Stückzahl 1 darstellen. Hört sich großspurig an, ist aber tatsächlich so. Und ja, gehen wir doch jetzt auf diesen Prozess über. Ja? Der Prozess von der Waschanlage bis zum Messen. Wie schaut denn der Prozess im Detail aus? Also letztendlich beginnen wir auf dem Bildschirm, Konstrukteur auf dem CAD, bearbeitet die ganze Geschichte, übergibt letztendlich in den Fertigungsbereich über das CAM-System. Die Jungs und Mädels machen nichts anderes wie die Vorbereitung mit Programmen, die dann letztendlich auf die Maschinen, letztendlich nicht nur auf die Maschinen, sondern auf die Steuereinheit übergehen und von hier aus praktisch die gesamte Bearbeitung stattfindet. Da haben wir jetzt Schritt 1 in der Zelle. Schritt 1 ist im Grunde genommen entweder HSC-Fräsen oder Senkerodieren, aber eher HSC-Fräsen. Dann, Der nächste Schritt wäre tatsächlich dann Senkerodieren ja, und dann gehen wir eigentlich in den Bereich Waschen. Das heißt, also die Teile sind von Verschmutzung, Verunreinigung, müssen befreit werden. das heißt, perfekt dann sozusagen zum Messen. Das ist, glaube ich, dann der nächste Schritt. Wie schaut dieser aus? Hier haben wir zwei Systeme, ein taktiles System und Alicona Messsystem, was wir für das Finale eigentlich benötigen. Ja. Warum zwei Systeme? Warum ein taktiles und ein optisches Verfahren? Ja, es kommt aus der Vergangenheit. Das heißt, zu Beginn, als wir das System entwickelt haben, war es so, dass wir mit einer Sensorik von Ihrem Hause gearbeitet haben. Und da haben wir einfach sehr viel Zeit benötigt, um diese Freiformflächen und 3D-Objekte zu vermessen. Dann haben wir gesagt, wir müssen aber auch Referenzen für die Maschinen bereitstellen, das heißt Nullpunkte festlegen. Und dafür haben wir uns einfach entschieden, aufgrund der Geschwindigkeit hier ein taktiles System einzusetzen. Das heißt, referenzieren mit taktil, aber dann wirklich die qualitativen Messungen mit dem optischen 3D-Messsystem von Bruker Alicona, dem Micro-CMM. Nur mit diesem System. Perfekt. Und das ist der richtige Übergang, um uns das jetzt wirklich im Detail anzuschauen. Wie vorher erwähnt, eine imposante Zelle und jetzt stehen wir wirklich mittendrin zwischen den Maschinen und dem Roboter. Und wie von Ihnen, Herr Hamann, vorher erwähnt, auch am Ende der Prozesskette. Hier wird gemessen, hier steht das Bruker Alicona Micro-CMM, die erste volloptische Koordinatenmessmaschine. Warum haben Sie jetzt sich hier für das Micro-CMM entschieden? Das ist eine ganz klare Antwort. Aufgrund der Genauigkeit, die von uns gefordert wird, von unseren Kunden. Wir hatten begonnen mit einer G5 aus Ihrem Hause. Die Genauigkeit war super gut. Die Ansprüche sind seither deutlich gestiegen und wir haben uns dafür entschieden, auf ein Koordinatenmesssystem aus dem Hause Bruker Alicona überzugehen bzw. abzugraden. Vorteile hier sind ganz klar die hohe Punktedichte und die Achsengenauigkeit, was letztendlich für die Referenzierung klare Vorteile darstellen. Sind Sie auch an Rauheitsparametern interessiert? Ist das zurzeit ein Thema für Sie? Zurzeit nein, klare Aussage hierzu, aber die Zukunft wird es bringen, wir werden es benötigen. Das heißt also, die Ansprüche steigen weiterhin stetig. Es wird für uns ganz klar bedeuten, wir müssen Rauheitsnachweise bringen für unsere Formen, die wir auch nachmessen. Und dafür sind wir gerüstet, dank Bruker Alicona. Das heißt, Sie sind zukunftsfit mit der Messtechnik. Jetzt würde mich noch interessieren, das ist jetzt wirklich, das sind Innovationstreiber, wenn man sich diese Zelle anschaut. Das ist jetzt für Sie ein Status, aber wie ich Sie kenne, da geben Sie sich nicht zufrieden damit. Was ist denn so die Vision der Firma Kleiner oder die Vision in so einer vollautomatisierten Fertigung? Also die Vision ist ganz klar vom Rohteil bis zum fertig gemessenen Teil ohne Eingriff eines Werkers. Heißt letztendlich, wir bestücken die Anlage
mit allen Rohmaterialien, mit Programmen, die benötigt werden, und hinten kommt ein dokumentiertes, fertig erstelltes Teil raus. Ja, das sind tolle Visionen. Leider, wie ich sehe, müssen wir uns leider verabschieden aus der Zelle, denn der Roboter namens Susi außerdem, der will jetzt weiterarbeiten. Ich glaube, wir müssen hier raus. Wir müssen gehen. Herr Hamann, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, für die Einladung, hier bei Ihnen in der in der Fertigungszelle direkt drin zu drehen. Wir wünschen uns, dass Sie so ein Innovationsgeist, Innovationstreiber bleiben. Wir wünschen uns aber auch noch eine jahrelange freundschaftliche Partnerschaft mit Ihnen. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich bedanke mich auch für die freundschaftlichen Worte. Das wünsche ich mir natürlich genauso. Im Namen der Firma Kleiner möchte ich mich auch für diesen Tag bei Ihnen bedanken. Danke. Und wenn Sie auf unserem YouTube-Channel unsere Vlogbeiträge mögen, dann bitte auf Gefällt mir drücken, teilen und subscriben.